Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Chormusik. Heute wieder ein kleines Video zum Thema Avid Sibelius mit der Frage, wie kopiere ich eine Zeile oder ein System und übernehme aber auch die Angaben für die Taktart. Mit einem normalen Copy und Paste ist das nicht möglich. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das funktioniert. Ja, ihr kennt das ja, wir haben hier eine Passage, ein paar Takte, ich markiere das mal gerade, oben links den ersten Takt, Shift-Taste, unten, nochmal oben links, unten rechts mit gedrückter Shift-Taste, dann habe ich das ganze System markiert, Steuerung C und am Ende hätte ich jetzt eine Stelle, ich mache jetzt mal Steuerung V, da würde ich das Ganze nochmal ähnlich brauchen mit dem anderen Text, ich lasse es gerade so markiert, gehe auf Start, Filter, Liedtext, macht den weg und könnte jetzt den neuen Liedtext angeben. Alles klar, kein Problem, das war ein 4/8-Takt, hier auch, hat funktioniert. Ich mache das nochmal weg. Jetzt haben wir aber vielleicht so eine Stelle hier, 3/8, 5/8, 4/8, 4/8, 2/4, also verschiedene Taktarten. Das kann ich jetzt auch hier oben links markieren, Shift-Taste unten rechts, dann habe ich das System, Steuerung C, gehe jetzt hier oben rein und ihr ahnt es schon, das ist ja, der erste Takt ist 3/8, ich mache mal Steuerung V und das passt natürlich jetzt hier nicht, weil die Taktart wird nicht mit kopiert in die Zwischenablage. Ab hier würde es zwar wieder passen, zufälligerweise, aber hier vorne passt ja nichts. Dann müsste ich jetzt hier hingehen und sagen, das ist ein 3/8-Takt und so weiter und so fort. Mit Steuerung Z mache ich das mal nochmal alles weg. Es gibt aber eine Möglichkeit, nämlich mit gedrückter Steuerungstaste einen Doppelklick in das System, Klick, Klick, und dann Steuerung C und dann hier oben rein, Steuerung V und jetzt seht ihr 3/8, 5/8, 4/8, es ist alles an der Taktartstruktur mit kopiert und mit eingefügt worden. Ja, so funktioniert's. Das war's schon. Wie man das jetzt über mehrere Systeme machen kann, das ist mir bisher nicht gelungen herauszufinden. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne in den Kommentaren loslassen. Ansonsten freue ich mich auf ein nächstes Video mit euch. Bis dahin macht's gut. Ciao.